Die letzten 2 Monate habe ich Vollgas gegeben mit Programmieren. Und wenn du dieses Video siehst, ist die neue Version von Ogoy bereits online. Ich warte schon ziemlich lang drauf, euch endlich die ganzen neuen Features zu zeigen, die ich entwickelt habe. Und genau darum geht es in diesem Video. Übrigens, in diesen letzten Tagen, wo dieser Release von der neuen Version immer näher kommt, muss ich zugeben, bin ich doch ziemlich nervös. Ich hoffe mal drauf, dass euch das gefällt, was ich da in den letzten 2 Monaten gebastelt habe. Kurze Warnung, dieses Video wird ziemlich vollgestopft sein mit Informationen. Ich wünsche schon mal viel Spaß beim Verdauen. Kommen wir doch gleich zur Sache. Okay, falls du Ogoy noch nicht kennst, das ist so ein ziemlich cooles Tool zum 3D-Visualisieren von Gleitschirmflugtracks, was ich entwickelt habe. Aber inzwischen kann das eben noch viel mehr als das und da komme ich jetzt eben gleich drauf. Also, was erwartet dich in diesem Video? Als erstes zeige ich euch die wichtigsten und größten Neuerungen, die es mit diesem Update gegeben hat. Als zweites zeige ich euch noch viele weitere coole Features, die dazugekommen sind. Dann komme ich noch kurz auf die Zukunft zu sprechen und was ihr als nächstes erwarten könnt. Und zum Schluss gebe ich euch noch einen Rückblick, wie das in den letzten 2 Monaten so gelaufen ist. Also, was sind die wichtigsten Neuerungen? Erstens, ich habe das Design mal so ein bisschen überarbeitet. Zweitens, beim Erstellen gibt es jetzt neu keine Unterscheidung mehr zwischen Tracks und Scenes. Dann drittens, und das ist der wichtigste Punkt, neu gibt es den Ogoy Explorer. Damit kannst du Flüge finden, gruppieren, filtern und sortieren. Und neu gibt es auch noch eine Vorschau für den Flug. Viertens kommt noch eine Distanzberechnung und eine Fluganalyse dazu. Und fünftens zeige ich zu den Flügen neuerdings Startplätze und Orte an. Fangen wir doch mal mit dem Offensichtlichen an, das Design. Man sieht es schon mal auf der Startseite, wo man sich einloggt. Die habe ich ziemlich komplett überarbeitet und auch ansonsten sehen einige Details ein bisschen cooler aus. Aber ich gehe jetzt da nicht weiter drauf ein, ihr seht es ja denn. Jetzt aber noch zu den Tracks und Scenes. Bisher war es ja so, dass ihr für einen einzelnen Flug einfach einen Track erstellt habt und eine Scene nur, wenn ihr mehrere Flüge hinzufügen wolltet. Neuerdings erstellt ihr einfach in jedem Fall eine Scene. Da könnt ihr dann einen oder mehrere Flüge hinzufügen. Scenes mit nur einem Flug nenne ich übrigens Solo-Scenes und es gibt im Explorer dann übrigens eine Möglichkeit, die ganz einfach zu filtern. Da komme ich aber dann später dazu. Diese Änderung macht von der Bedienung her, aber insbesondere auch technisch sehr viel einfacher. Darum war es wichtig, dass ich das jetzt mache. So, und jetzt kommen wir zum größten Ding von diesem Update, der Ogoy Explorer. Damit findest du deine eigenen Flüge, aber insbesondere auch die von anderen. Schauen wir uns den doch mal genauer an. Wenn man sich eingeloggt hat, sieht man neu diese beiden Buttons. Den hier für Create Scene kennt ihr ja schon. Neu ist jetzt hier aber der Explore Scene Button. Klicken wir doch da mal drauf und jetzt öffnet sich der Ogoy Explorer. Der sieht immer so ein bisschen anders aus, je nachdem wie groß dein Bildschirm ist. Bei großen Bildschirmen ist beispielsweise das Menü immer sichtbar und bei kleineren kannst du es ausklappen. Ich zeige euch das Ganze jetzt mal so auf einem mittelgroßen Bildschirm und wir fangen gleich mal mit diesem Menü an. Hier kannst du mal grundlegend deine Ansicht einstellen. Zuerst kannst du mal angeben, ob du nur deine eigenen Scenes sehen willst oder die von allen. Dann haben wir hier verschiedene Sortierungsmöglichkeiten. Standardmäßig kommen die neuesten Flüge zu oberst. Wenn du willst, kriegst du hier aber auch die mit der längsten Flugdauer, die mit der größten Distanz, die mit den meisten Views oder die mit den meisten Likes zu oberst. Vielleicht ist dir jetzt aufgefallen, dass sich unten dran gewisse Einstellungen mitgeändert haben. Dort wird automatisch das gesetzt, was für diese Sortierung klassischerweise am meisten Sinn ergibt. Beispielsweise wird bei den weitesten Flügen nach Monat gruppiert und es werden nur Solo-Scenes angezeigt. Wenn wir hier stattdessen Gruppen-Scenes anzeigen, zählt jeweils der weiteste Flug der Gruppe, aber klassischerweise interessiert uns hier ja die Leistung von einzelnen Flügen. Statt der Monatswertung könnten wir hier natürlich auch auf eine Tageswertung oder Jahreswertung umstellen. Zuletzt können wir hier noch einstellen, welches Datum wir verwenden wollen. Bisher haben wir jetzt immer nach dem Datum des Fluges sortiert und gruppiert. Hier können wir das aber grundsätzlich auch auf das Upload-Datum umstellen. Mit diesem Schalter kannst du also entscheiden, auf welches Datum sich alle Sortierungs-, Gruppierungs- und Filteroptionen beziehen. So, jetzt kannst du diese Liste aber auch noch filtern. Dafür gibt es jetzt diese Leiste hier oben. Fangen wir doch mal beim Datum an. Hier kannst du jetzt einen Datumsbereich festlegen, nachdem die Liste gefiltert werden soll. Wenn du eine von diesen Optionen Tag, Monat oder Jahr auswählst, wird das graue Datum immer automatisch so gesetzt, dass die Zeitspanne ein Tag, ein Monat oder ein Jahr ist. Wenn du das andere Datum editierst, wechseln die beiden Daten einfach die Farbe. Und wenn du beide Daten manuell setzen willst, kannst du hier oben einfach zuerst Custom auswählen. So kannst du dann auch eine beliebige Zeitspanne eingeben. Mit Confirm wendest du den Filter an und die Liste wird nun gefiltert dargestellt. Die gelbe Markierung hier oben zeigt dir, dass ein Filter aktiv ist. Um den Filter wieder zu entfernen, klickst du einfach das gelbe Feld an und gehst dann hier auf Remove.
Mit diesem Filter hier kannst du dann noch nach Benutzer filtern. Vielleicht willst du ja mal wissen, was der Steppenwolf sonst alles noch so für Flüge macht. Voilà, da haben wir ja schon die Liste. Aber jetzt sind das alles so lange Flüge mit 4 und mehr Stunden, hat der vielleicht auch mal noch kürzere Flüge gemacht. Schieben wir doch diesen Regler einfach mal runter und schauen mal. Und da sieht man es auch gleich, der Steppenwolf X ist ja manchmal auch ganz gut im Absaufen. Ihr seht schon, da gibt es schon einige neue Möglichkeiten. Die restlichen Filter schauen wir aber später gleich noch an. So, jetzt haben wir hier ja so eine Liste von Flügen. Den Play-Button hier, den kennt ihr ja schon. Aber jetzt klicken wir einfach mal die Zeile an. Und da gibt es jetzt eben neu die Flugvorschau. Diese Vorschau funktioniert übrigens auch direkt von der Startseite aus. Was jetzt hier gerade mal auffällt, bei Flügen wird neuerdings immer eine Distanz angezeigt. Und bei Flügen über 10 Kilometern zeige ich in der Vorschau auch noch Wendepunkte an. Jetzt, woher kommt diese Distanzberechnung? Ich habe mir da verschiedene Möglichkeiten überlegt. Ich wollte nicht unbedingt X-Contest nachbauen aus 2 Gründen. Erstens kommt dieses System mit 3 Punkten, also Dreiecke oder Strecke über 3 Wendepunkte, noch aus einer Zeit vor GPS, wo man die Wendepunkte fotografieren musste. Da haben wir heute eigentlich viel bessere Möglichkeiten. Und zweitens, wenn ich den Algorithmus nachbaue und dann nicht zu 100% zu dem gleichen Ergebnis komme wie X-Contest, dann werden viele Leute wahrscheinlich keine Freude haben. Darum habe ich mich entschieden, für die Streckenberechnung ein eigenes System zu entwickeln. Ich habe hier mit verschiedenen Optionen experimentiert, bin aber dann zum Schluss gekommen, dass eine Lösung mit 6 Wendepunkten zusätzlich zu Start- und Landeplatz ziemlich cool ist. Also 6 Wendepunkte, warum das? Also ich habe mal so ziemlich viele Flüge mit diesen 6 Wendepunkten angeguckt und natürlich auch mit anderen Optionen. Wenn du jetzt jemandem von deinem Flug erzählst und wo du durchgeflogen bist, bin ich der Meinung, dass du meistens ziemlich genau diese 6 Wendepunkte erwähnen würdest, die ich da eben einzeichne. Aber ich bin mal gespannt auf eure Rückmeldung. So oder so ist das jetzt einfach mal eine reine Streckenberechnung. Die sagt noch nicht allzu viel darüber aus, wie anspruchsvoll ein Flug war. Was ich mir also durchaus vorstellen kann, ist, dass ich in Zukunft mal noch eine Punkteberechnung mache, wo bestimmte Formen einen Bonus oder einen Abzug geben. So, und wenn du ein Pro-Abo hast, dann kannst du hier noch mehr machen. Jetzt hat es nämlich hier so einen Analytics-Button. Und wenn du da draufklickst, dann kommt hier so eine Fluganalyse. Die ist aktuell noch ganz einfach. Ich werde die in Zukunft vielleicht noch weiterentwickeln. Wenn ihr dazu Ideen habt, gebt mir die gerne übers Feedback-Formular. Aktuell seht ihr hier die Wendepunkte und die Sektoren und überall dazu die Geschwindigkeit, die Höhe und die Distanz. Bei Scenes mit mehreren Piloten hat es hier keinen Analytics-Button. Man kann die Analytics ja nicht für alle Tracks gleichzeitig anschauen. Aber wenn du hier unten auf einen Piloten klickst, siehst du dessen Statistik und kannst so die Analytics für jeden einzelnen Track aufrufen. Neu zeige ich jetzt zu deinem Flug hier auch noch den Startplatz an. Du kannst nach dem übrigens auch filtern. Und wenn du einen neuen Flug erfasst, wird dir der Startplatz automatisch vorgeschlagen. Du kannst den aber auch ändern oder überschreiben. Diese Startplatzdatenbank, die ich eingelesen habe, die ist nicht ganz perfekt. Falls du dazu Korrekturen hast, darfst du mir die gerne melden. Aber bitte nur, wenn du dir wirklich sicher bist. Außerdem zeige ich hier noch Orte und Länder an. Wenn du mehr Informationen dazu willst, kannst du hier jeweils beim Start- und Landeplatz noch aufs Plus klicken. Und natürlich kannst du auch nach diesen Informationen filtern. Hier findest du die Ortschaften, die sind gruppiert nach Teilen vom Land. In der Schweiz sind es Kantone, in Deutschland Bundesländer und so weiter. Und hier wäre noch der Filter nach Ländern. Angezeigt werden hier jeweils Flüge, die beim Start- oder Landeplatz einen Treffer haben. Flugzeug schon wieder. So, das waren jetzt mal die wichtigsten Neuerungen. Es gibt aber noch viele weitere neue Features, die ich euch auch gerne noch zeigen will. Bleiben wir gerade mal noch im Explorer. Wenn du hier in der Vorschau auf das Datum, auf den Startplatz oder die Ortschaft klickst, dann kommst du direkt in eine Ansicht, die genau nach dem gefiltert ist. Das macht die Suche nach ähnlichen Flügen natürlich sehr einfach. Und wenn du hier auf den Benutzer klickst, der die Scene erstellt hat, kommst du auf das öffentliche Profil von diesem Benutzer. Dein eigenes öffentliches Profil findest du übrigens hier in diesem Menü. So, jetzt noch zu einem ganz anderen Thema. Als ich die Distanzberechnung fertig programmiert hatte und einfach mal alle Flüge nach Distanz sortiert angezeigt habe, da habe ich mal nicht schlecht gestaunt. Die weitesten Flüge waren über 40.000 Kilometer und es gab über 20 Flüge mit 10.000 und mehr Kilometern. Mir ist dann ziemlich schnell klar geworden, dass das kompletter Blödsinn ist. Aber woher kommen denn diese Zahlen?
Tja, das sind GPS-Fehler. In diesen IGC-Files hat es ab und zu einfach Trackpunkte, die kompletter Blödsinn sind. Um dieses Problem zu lösen, habe ich jetzt einen Algorithmus geschrieben, der solche blödsinnigen Trackpunkts automatisch entfernt. Das ist also eine weitere wichtige Verbesserung von Ogoi. Noch eine weitere Neuerung: bisher musstet ihr euch immer neu einloggen, wenn ihr schon nur ein paar Minuten inaktiv wart. Ich finde das jeweils ziemlich mühsam. Darum habe ich jetzt was Neues eingebaut, dass euer Login jeweils einen ganzen Monat gültig bleibt. Nochmal was ganz anderes: wenn ihr jetzt 2 Flüge von 2 verschiedenen Tagen habt und die vergleichen wollt, gab es ja bisher schon die Option, dass ihr einfach beim einen Flug das Datum ändert. Problem, das hat einfach nicht funktioniert. Das habe ich jetzt behoben. Somit hat diese Funktion vom Datum ändern beim Erstellen von einer Scene auch tatsächlich eine Funktion. Und außerdem kannst du jetzt hier in den Einstellungen noch setzen, ob du jeweils bei Updates ein Mail kriegen willst. Allerdings bin ich bei AGB-Änderungen sowieso verpflichtet, euch eine Mail zu schicken. Und weil ich bei den meisten größeren Updates die AGBs sowieso ändern muss, bringt es euch nicht wahnsinnig viel, dieses Häkchen zu entfernen. Ihr kriegt dadurch nicht wirklich weniger Mails, die sind einfach ein bisschen langweiliger. Und noch ein paar weitere Verbesserungen. Neuerdings könnt ihr die Länge der Trackspur für alle Rollen bearbeiten, also auch für Star und Sidekick. Und anhand von diesem Icon seht ihr in der Liste, ob ihr eine Scene bereits gesehen habt oder noch nicht. So, und jetzt noch für alle, die gern mit Ogoi Videos produzieren wollen. Was ich immer wieder gefragt werde, was aber leider nicht möglich ist, ist eine Video-Export-Funktion. Das hat technische und lizenzrechtliche Gründe, ist aber so ziemlich komplett ausgeschlossen. Aber es kann euch natürlich niemand daran hindern, Ogoi mit einem Screen Recorder aufzunehmen. Und neu gibt es in Ogoi auch noch den Screen Recording Modus. Verfügbar ist der mit dem Pro-Abonnement. Der Screen Recording Modus ist dafür gemacht, dass du Ogoi in einem Video möglichst gut anwenden kannst. Und das sieht dann ungefähr so aus. Du hast hier oben die Cockpit-Daten schön groß und lesbar. Du kannst zwischen 2D und 3D-Karte wechseln. Und die 2D-Karte ist extra gezoomt, so dass man Ortschaften im Video besser lesen kann. So, wie funktioniert jetzt die ganze Sache? Also, wenn du jetzt im Ogoi Player bist, gibt es hier neu den Button Switch to Screen Recording Mode. Dieser Button erscheint nur, wenn du ein Pro-Abo hast. Wir klicken jetzt da mal rauf und kommen jetzt in eine spezielle Ansicht vom Player. Die Idee ist jetzt, dass du genau diesen Bereich, der hier angezeigt wird, mit einem Screen Recording Programm aufzeichnest. Diese schmale Darstellung hier eignet sich dazu, Ogoi in deinem Video auf der Seite mitlaufen zu lassen. Falls du aber Ogoi in Fullscreen aufnehmen willst, kannst du hier bei der Breite einfach 1920 eingeben und schon passt sich die Darstellung an. Bedingung, dass das Ganze funktioniert, ist natürlich, dass dein Bildschirm eine höhere Auflösung hat als das Video, was du produzieren willst. Bei meinen Steppenwolf X Videos verwende ich OBS Studio für die Bildschirmaufnahme. Ich stelle dann hier in den Einstellungen unter Video die Auflösung von 600 x 1080 Pixel ein und kann dann hier den Ausschnitt des Bildschirms wählen, den ich aufnehmen will. Um das wirklich pixelgenau hinzukriegen, gehe ich hier noch mit Rechtsklick auf Transformieren, Transformation bearbeiten. So kann ich dann auch genau den richtigen Ausschnitt aufnehmen. Wenn du hier noch mit einem Doppelklick reingehst, kannst du noch einstellen, dass der Mauszeiger nicht aufgezeichnet wird. Wenn die Aufnahme dann läuft, kannst du hier auf Play klicken und dann während der laufenden Aufnahme zwischen 2D und 3D wechseln, zoomen oder die Perspektive ändern. Wenn etwas noch nicht geklappt hat, kommst du mit diesem Knopf wieder zum Anfang vom Flug zurück. Und wenn du Ogoi in deinem Video als Fullscreen anzeigen willst, bietet sich natürlich der Splitscreen an. Das sieht dann beispielsweise so aus. So, und ich denke mal, die restlichen Einstellungen und Optionen findet ihr selber raus. Ich wünsche schon mal viel Spaß dabei. So. Eine Änderung habe ich noch. Bei Gratisnutzern zeige ich neuerdings Satellitenkarten von einem anderen Anbieter mit leicht reduzierter Qualität an. Das ist eine Übergangslösung, die ich aus finanziellen Gründen machen musste. Mehr dazu erzähle ich euch dann noch im letzten Kapitel Rückblick. Mit dem Patreon oder Pro-Abo habt ihr selbstverständlich weiterhin Zugriff auf die beste Qualität von Satellitendaten. Im Pro-Abo kannst du übrigens neuerdings bei den Satellitendaten zwischen Maptyler und ArcGIS auswählen. In den meisten Regionen sind die von Maptyler deutlich besser, aber wenn du in deiner Region merkst, dass die Satellitendaten irgendwie nicht so gut sind, kannst du durchaus mal die von ArcGIS ausprobieren. Vielleicht sind die bei dir besser. So, das waren jetzt mal die wichtigsten neuen Features. Es gibt sicher noch ein paar kleinere Änderungen, die ich jetzt nicht erwähnt habe. Vielleicht stoßt ihr da selber drauf. Ich meine, es ist langsam vorbei mit den neuen Vloggies. Kommen wir doch mal zur Zukunft.
Als nächstes möchte ich einige neue Kartenoptionen für die Pro-Version implementieren. Mit dabei sein wird sehr wahrscheinlich auch Google Maps Terrain für die 2D-Karte. Falls ich das technisch hinkriege, auch den Thermos und Skyways Overlay von KK7. Das dann eher wieder für die 3D-Karte. Was ich auch gern anbieten möchte, ist ein Flugbuch. Also eine Möglichkeit, dass du alle deine Flüge sammeln kannst. Und da gehören dann natürlich auch noch einige Statistiken dazu. Da bin ich aber gerade noch nicht ganz sicher, ob das in der nächsten Version Platz haben wird. Aktuell funktioniert Ogoi ja einfach für Flugsportarten. Also konkret Flugsportarten, wo es um Gleitflug geht. Vorläufig bleibe ich auch mal bei dem. Es gibt noch ein paar Features, die ich hierfür noch fertig machen will. Längerfristig werde ich dann aber wahrscheinlich auch noch andere Sportarten anschauen und damit kommen dann natürlich auch noch andere Dateiformate ins Spiel, wie zum Beispiel GPX. Natürlich habe ich noch viele weitere Ideen, wie man Ogoi noch weiter optimieren und verbessern könnte. Aber mir stehen halt auch nur begrenzte Ressourcen zur Verfügung. Jetzt habe ich schon ab und zu von Leuten gehört, die gesagt haben, sie würden eigentlich gern mithelfen bei Ogoi. Das finde ich natürlich sehr cool, allerdings werde ich mit Ogoi in absehbarer Zeit nicht wirklich Geld verdienen. Somit ist halt klar, dass ich niemanden bezahlen kann. Das ist dir egal und du würdest einfach gern irgendwas für Ogoi programmieren. Schreib mir doch schnell übers Kontaktformular. Wenn sich da ein paar Leute melden, mache ich vielleicht einen Discord-Server oder sowas. Wäre ja irgendwie noch cool, wenn da so eine kleinere Community entstehen würde. Ach, und übrigens, die Technologien, die ich verwende, sind SvelteKit und Cesium.js fürs Frontend und PHP mit MySQL fürs Backend. So, jetzt kommen wir mal noch zum Rückblick. In den letzten 2 Monaten ist ziemlich viel passiert. Ich gebe euch zum Anfang mal ein paar Zahlen. Inzwischen gibt es auf Ogoi über 1200 Accounts und es kommen jeden Tag neue dazu. Über die ganze Zeit wurden bisher schon fast 10.000 Tracks oder Scenes angeschaut und im Durchschnitt werden jeden Tag über 10 Scenes erstellt. Also ziemlich geil, Ogoi läuft und zwar deutlich besser, als ich das erwartet hätte. Aber mit steigender Nutzung steigen dummerweise auch die Kosten. Mit diesen Satellitenbildern, die ich für die 3D-Ansicht brauche, ist es eben leider so, dass ich wirklich für jedes Stückchen von diesen Satellitenbildern bezahlen muss. Und wenn man die in der 3D-Ansicht wirklich bis ziemlich hinten am Horizont rechnen muss, sind das eben ziemlich viele. Und das bezahle ich für jedes Mal, wo irgendjemand auf so einen Track drauf geht und den anschaut. Und das wird auf Dauer dann halt ziemlich teuer. Bisher hat Ogoi knapp 50 zahlende Kunden. Ich habe mal mit den Daten, die ich bisher habe, so eine grobe Rechnung gemacht, wie das ungefähr aufgehen könnte. Das Ergebnis ist, ich kann die Kosten wahrscheinlich gerade so decken. Ich habe im Moment zwar noch einen leichten Spielraum, aber im Moment ist ja auch noch Winter. Ich könnte mir vorstellen, dass die Nutzung in der Saison dann doch noch deutlich hochgeht. Also was heißt das? Es ist mal sicher keine Katastrophe und es läuft einigermaßen okay. Aber das Verhältnis zwischen Kosten und Einnahmen stimmt für mich so doch noch nicht so ganz. Ich habe jetzt mal eine provisorische Lösung gefunden, wie ich meine Kosten zumindest temporär ein bisschen reduzieren kann. Die besteht darin, dass ich für die Gratisnutzer einen anderen Kartendatendienst aufgeschaltet habe und die Qualität leicht reduziert habe. Reduzierte Qualität heißt in dem Fall, dass der maximale Zoom-Level begrenzt ist. Die Datenqualität nimmt also einfach in dem Moment ab, wo man sich sehr nah am Gelände befindet. Wie gesagt, das ist jetzt mal eine provisorische Maßnahme. Diesbezüglich werde ich als nächstes sicher mal ganz viel Statistiken studieren und mir überlegen, wie man das noch besser machen könnte. Ich habe schon einige Ideen, aber gewisse Sachen sind auch noch ein bisschen unklar. Am Schluss wird es aber ziemlich sicher gewisse Änderungen für die Gratisnutzer geben. Wie die genau aussehen, wird sich noch zeigen. Gut, kommen wir zum Schluss. Ogoi ist einfach ein geiles Projekt und es macht mir richtig Spaß, das weiterzuentwickeln. Falls du Ogoi noch nicht kennst und dieses Video bis hier gesehen hast, ich habe ja im Dezember schon mal ein erstes Video gemacht. Das verlinke ich gleich noch in der Endcard, aber das kannst du natürlich, wenn du Lust hast, mal anschauen. Allerdings stimmen da viele Informationen halt auch nicht mehr. Ich meine, klar, es ist nicht ganz ideal, dass ich einfach 2 Videos habe. Im ersten stimmen viele Informationen nicht mehr und im zweiten ist vieles nicht enthalten. Aber ich habe halt noch einige weitere Änderungen geplant. Wenn ich jedes Mal wieder ein vollständiges Video mache, dann kriege ich die Krise. Wenn ich dann mit Ogoi mal einen halbwegs stabilen Stand erreicht habe, werde ich sicher nochmal ein neues Vorstellungsvideo produzieren. Nur schnell zum Klarstellen, mit einem stabilen Stand meine ich hier nicht, dass die Software stabil läuft. Das sollte sie eigentlich jetzt schon. Ich meine damit, dass sich nicht mehr so viel ändert, so dass ich nicht alle paar Monate wieder ein neues Einführungsvideo drehen müsste. Gut, das ist jetzt mal alles für den Moment. Hier findet ihr wie versprochen noch das erste Ogoi-Video. Und falls du mal noch gucken willst, was auf diesem Kanal sonst noch so läuft, kannst du dir das Video hier mal noch reinziehen. Aber ich würde vorschlagen, geh doch gerade mal auf ogoi.app und schau dir die neuen Features an. Viel Spaß und bis bald!